Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es um den Teil 2 der größten Fehler, die man so machen kann, wenn man sein privates Wohnmobil vermietet. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, schaut euch das ruhig zuerst an. Ansonsten legen wir jetzt mal los mit Teil 2 der größten Fehler. Los geht's! Dann ein weiteres Thema, ein weiterer potenzieller Fehler ist zu nah hinter dem eigenen Urlaub geplant, getimt. Das ist ähnlich wie mit dem Fall vorhin, den ich erwähnt hatte, wo man die Vermietung zu nah beieinander legt. Allerdings ist es hier noch ein privater Stress oder zusätzlicher, der einem da noch den Urlaub versauen kann oder die Zeit versauen kann. Denn wenn ihr auf der Rücktour seid und ihr wisst, manchmal ist es so, mit dem Wohnmobil ist man sowieso langsam unterwegs und manchmal hat man auch noch, braucht man länger, wie man denkt, dann kommt vielleicht noch ein Stau dazu. Und dann kann es sein, dass man selbst, wenn man weiter weg ist und man fährt ja nicht innerhalb von einem Tag vom Urlaub zurück, sondern ihr seid vielleicht, ich sag jetzt mal, irgendwo richtig im Süden und braucht jetzt 3-4 Tage entspannte Rückreise. Das heißt ein paar Stunden, vielleicht 3 Stündchen Fahrt und dann der nächste Platz und übernachten. Ne? Und wenn ihr jetzt plötzlich vielleicht zu nah hinter eurem Urlaub timet, ob das jetzt die Vermietung zu nah dahinter gelegt ist oder eurem Urlaub zu lang getimt, ne? Das ist ja eine Ansichtssache, aber dann habt ihr plötzlich auf der Rückreise Stress und müsst dann plötzlich irgendwelche Fahrten machen, wo ihr richtig durchzieht, wo ihr dann 6-7 Stunden vielleicht fahren müsst und quält euch nur von Platz zu Platz, um dann nur kurz zu schlafen oder vielleicht müsst ihr richtig krass durchfahren. Das kann wirklich nervig sein, stressig sein und das fühlt sich auch für Vermietung nicht cool an, wenn ihr dann dadurch, damit ihr für euren Mieter das Mobil wieder zu Hause habt, in Urlaubsstress geratet. Das zieht die ganze Sache auch, das vom Feeling runter. Also lasst genug Platz zwischen euren Reisen und der Vermietung, in welche Richtung auch immer. Manchmal muss man auch einfach von der Ferne einen Tag eher losfahren, dann hat man die Sicherheit. Und wenn man vor Ort merkt, oder ich sag mal in der eigenen Region, 200-300 Kilometer vor der eigenen Region merkt, ja, man hat doch noch Platz, ja, dann sucht man sich noch einen schönen Stellplatz in der eigenen Region. Ja. Dann kein Plan B-Partner in der Region. Das hatte ich in dem Video schon mal erklärt, dass das ein wichtiges Thema ist, eine absolute Empfehlung ist und ein Tipp ist von mir. Sucht euch da jemanden, der so ein ähnliches Mobil hat wie ihr, in der Region bei euch, der auch bei Paul Camper ist. Denn es ist ein Problem, wenn ihr mal, warum auch immer, einen Defekt habt oder was, euer Mobil kann nicht raus, ihr habt eine Rückgabe und am nächsten Tag kommt der neue Mieter und plötzlich ist euer Mobil defekt. Dann ist es super, ihr könnt ja das nicht lösen so schnell. Erstens Wochenende sowieso nicht und zweitens kriegt ihr nicht so schnell einen Termin und einen Ersatzteil. Ja, dann ist es Gold wert, wenn ihr jemanden habt, den ihr anrufen könnt, am besten mehrere und sagen könnt, hier, wie sieht es aus, dein Mobil bereit? Ich habe hier Mieter, die würde ich gerne an dich weiterreichen. Ja? Und dann könnt ihr euch auch gegenseitig, ihr kriegt dann mal jemanden zurück, ne? Bei dem klappt vielleicht mal was nicht, dann könnt ihr euch gegenseitig da helfen und euch riesen Stress ersparen und dem Mieter auch ein Problem ersparen, weil der hat dann den Plan B und das ist auf jeden Fall besser wie ein Urlaubsausfall. Ja? Also das ist ein potenzieller Fehler, wenn ihr das nicht macht, weil es ist ein absoluter Tipp und es kann euch wirklich helfen im Ernstfall. Ja? Dann zu wenig erklärt. Damit meine ich bei der Übergabe. Nehmt euch bei der Übergabe auch die Zeit und macht das ausführlich. Ich habe ja in dem Video hier oben gezeigt, da habe ich so eine Übergabeliste für mich erstellt. Die habe ich da auch mit reingepackt. Die könnt ihr euch da auch rausziehen, wenn ihr da grundsätzlich so eine Liste interessant findet oder könnt euch auch Sachen ergänzen oder was. Ne? Weil da vergisst man nichts durch so eine Liste. Ne? Und ich finde auch immer noch ganz wichtig, lasst den Mieter ausprobieren. Lasst ihn die Markise mal selber rausleiern, mal selber kurz alles ausklappen, die Stützen mal rausfahren und so weiter. Und natürlich auch diese Probefahrt. Ja? Also, weil alles was, oder die Dachfenster, Dachluken aufmachen, vielleicht die Satellitenschüssel mal ausfahren, alles was der oder die Dame dann probiert haben, selbst gemacht haben, das speichert sich ganz anders ab, wie nur gesehen kurz. Das ist sowieso alles aufregend. Ja? Und dann nur kurz gesehen und dann auf dem Platz geht es dann los. Wie war denn das? Ja? Außerdem kann bei so einem Test, wenn er es vielleicht nicht hinbekommt, dann ist doch super, dann fällt er sofort auf. Dann kann man sofort gegensteuern und sagen, nee, an der Stelle ein bisschen mehr drücken oder da ein bisschen weniger. Weil diese Situation wäre auf dem Platz ja genauso. Da hätte derjenige ja auch das Problem, bloß du bist nicht da. Ne? Also ausführlich erklären, Zeit nehmen, am besten meine Empfehlung mit einer Liste rumgehen, abarbeiten und alles schön probieren lassen. Was sinnvoll ist zu probieren. Ja? Dann
auf die Reduzierung der Kaution nicht hingewiesen. Ist ein Fehler. Und zwar habe ich vorhin kurz gesagt, ihr sollt ja die volle Kaution auch nehmen, die 1.500 Euro, wenn ihr reduzieren solltet. Oder wenn der Kunde mit der Zusatzversicherung reduzieren sollte. Das ist natürlich wichtig. Allerdings ist es auch wichtig, dass ihr überhaupt erstmal auf diese Reduzierung hinweist. Viele wissen das gar nicht oder kriegen das nicht so mit. Es ist aber wirklich am Endeffekt Gold wert, wenn ein Schaden sein sollte, dass der Kunde reduziert hat. Für ihn ist es natürlich super und für euch vom Stress auch ein ganz anderer Faktor, weil ob derjenige 250 Euro zahlen muss oder 1.500 ist natürlich ein ganz anderer Batzen und erspart unheimlichen Stress. Also absolut wichtig, vor die Losreisen auf die Reduzierung hinweisen, dann können sie selber entscheiden. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen und würde es empfehlen. Sagt von mir aus auch dazu, dass ihr davon nichts habt, ihr werdet da nicht beteiligt oder was, aber ihr habt eben die Erfahrung, dass es Gold wert sein kann im Ernstfall und dann können die Kunden immer noch selbst entscheiden. Aber hinweisen würde ich darauf. Ja. Dann der Kalender vernachlässigt. Ich habe ja schon in diversen Videos gesagt, ich mache mal eins rein, dass der Kalender ein wichtiges Thema ist und wie ihr am besten die Preise steuern solltet und die Vermietung steuern solltet und die Kalenderkategorie steuern solltet. Ich empfehle euch diese Flex-Kategorie. Da gibt es verschiedene, ich mache mal ein Foto rein, gibt es verschiedene Kategorien, aber ich empfehle die Flex-Kategorie. Da könnt ihr nämlich komplett selbst und frei entscheiden, an welchen Tagen und Wochen welcher Preis gelten soll. Und auch welche Mindestvermiettage und so weiter. Der Hintergrund ist, ihr könnt dann auf die Ferien reagieren und habt dann nicht so pauschal eine ganze Sommerzeit, Nebenzeit, Winterzeit oder wie auch immer. Ihr könnt dann schön auf die Ferien reagieren und auch die Auslastung natürlich da besser steuern, die Preise viel besser steuern. Ja. Dann, ja, zu den Preisen nochmal gleich. Habe ich den nächsten Punkt, den ziehe ich jetzt mal vor. Zu teuer für eure Region ist ein Riesenfehler. Guckt, was nehmen die anderen bei euch. Ihr könnt den Preis nicht pauschal bestimmen oder so aus der Luft greifen, denn dann werdet ihr entweder zu selten gemietet, weil ihr zu teuer seid für eure Konkurrenz, oder ihr werdet zu sehr oft gemietet, aber ihr verliert Geld oder verschenkt Geld, weil ihr zu billig seid. Guckt eure regionale Konkurrenz an, geht bei Paul Camper rein, gebt eure Region ein, ja, und dann taucht ihr ja auf, wenn ihr schon drin seid, und da tauchen auch die anderen Mobile auf. Und dann vergleicht ihr mit den Mobilen, die natürlich dieselbe Kategorie haben, was nehmen die so, und dann seht ihr bestimmt auch schon, dass die ein oder anderen dort Fehler machen und in Ferienzeiten zu billig sind oder in Winterzeiten oder Nebenzeiten ein bisschen zu teuer. Da sieht man nämlich schon, dass die nicht die Flexzeit beachten, sondern so eine pauschale Geschichte machen. Ja? Also beachtet das und legt eure Preise danach fest, ob ihr da auch genau denselben Preis nehmen wollt oder warum auch immer ein kleines bisschen teurer. Ihr müsst natürlich es muss natürlich auch passen. Also wenn die anderen Fehler machen, dann solltet ihr die nicht mitmachen, sondern solltet den Preis nehmen, der bei euch von der Kalkulation passt. Ja? Und auch zu dem Thema passt nochmal die Ferien der Bundesländer in der Region, im Nachbarbundesland nicht zu beachten, ist auch ein Fehler meiner Meinung nach. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie weit ihr von dieser Grenze weg seid. Aber ich habe teilweise Anfragen von 400 Kilometer Entfernung. Warum auch immer, aber es gibt ja Leute, die reisen durch. Ne? Die fahren jetzt nicht bei sich vor Ort los, sondern die fahren vielleicht erstmal 300, 400 Kilometer Autobahn und nehmen dann das Mobil an der Stelle mit, wo sie sagen, ab hier macht es für uns Sinn, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Wir machen erstmal mit eigener Autostrecke und dann übernehmen wir das Wohnmobil. Kommt relativ oft vor. Ne? Also beachtet auf jeden Fall auch in euren angrenzenden Bundesländern mindestens die Ferienzeiten. Und danach auch den Kalender über das Flex-System nochmal ein bisschen steuern. Da könnt ihr auch noch höhere Preise nehmen. Weil natürlich die Nachfrage euer Mobil vielleicht immer noch in einem gewissen Umkreis ist, ja, vom Bundesland, wo ihr auch noch mit reinfallt. Ja. Das müsst ihr natürlich testen für euch und steuern, wenn ihr dann nicht gemietet werdet auf Dauer. Dann merkt ihr, okay, dann passt es eben nicht, dann ist der Preis doch zu hoch, weil die anderen vielleicht das nicht beachten und viel niedrigen Preis haben. Aber das müsst ihr für euch dann rausbekommen und steuern. Ja. Dann kein Gewerbe angemeldet. Ich sage ja immer wieder, wenn ihr euer eigenes privates Wohnmobil vermietet, dann meiner Meinung nach zwingend Gewerbe anmelden. Der Hintergrund ist ganz klar, egal mit was ihr Geld verdient in Deutschland, ihr müsst Steuern darauf zahlen. Ansonsten ist das Schwarzarbeit und dieses Gewerbe, die Gewerbeanmeldung ist am Endeffekt, ich sage jetzt mal, eine Anmeldung ans Finanzamt. Damit seid ihr registriert, dass da noch Einnahmen erzeugt werden und für diese Einnahmen möchte das Finanzamt natürlich auch was abhaben
Und deswegen zwingend eine Gewerbeanmeldung. Ansonsten habt ihr da ein Riesenrisiko, dass da Schwarzarbeit gemacht wird, und das kann dann Riesenfolgen haben, nicht nur strafrechtlich, sondern auch Nachforderungen können da entstehen über Jahre, die brechen euch dann das Genick. Also Gewerbe anmelden, ich habe ein Video dazu gemacht, wie das geht, wie einfach das ist und wie schnell das auch wieder rückgängig gemacht werden kann, wenn es nicht sein sollte und nicht passt. Also Gewerbe nicht angemeldet, Riesenfehler. Ja, rein rechtlich kommt gleich der nächste Punkt zum Thema, ich sage jetzt mal auch Haftung, der TÜV. Ihr solltet natürlich ein bisschen anders mit solchen Sachen umgehen, wie Gasprüfung zum Beispiel. Die ist ja jetzt momentan, wir haben jetzt 2021, momentan ist die ja nicht verpflichtend, da gibt es ja so ein schwebendes Thema und die wird erst in ein paar Jahren wieder irgendwie zur Pflicht. Ich persönlich habe die vor 2 Wochen erst wieder machen lassen, obwohl ich es vielleicht nicht muss. Aber ich bin Gewerbetreibender, ich habe Kunden, ich habe Mieter, für die habe ich die Verantwortung, auch rein rechtlich. Und jetzt müsste sich jeder für sich entscheiden, aber meine Empfehlung ist dann diese, ich sage jetzt mal 100 oder 120 Euro oder was das dann kostet am Endeffekt. Oder ich weiß gar nicht, machen wir einen Preis an, ich weiß gar nicht, was es kostet. Aber dieses Geld, erstmal könnt ihr es natürlich absetzen, das sind ja Gewerbeausgaben zum Teil. Und zweitens könnt ihr so auf Nummer sicher gehen. Wenn da doch mal was sein sollte bei einem Mieter und es passiert was, dann habt ihr die Sicherheit und könnt sagen, nee, ich habe alles in meiner Macht Stehende dafür getan. Ich habe das prüfen lassen, obwohl ich es noch nicht mal muss. Ich habe es jährlich prüfen lassen oder alle 2 Jahre oder wie. Und ich bin meiner Verpflichtung danach gekommen. Außerdem da auch noch solche Sachen wie Zusatzbauteile, die ihr zusätzlich einbaut. Viele Sachen davon erfordern eine Zulassung, eine ABE, oder müssen auch sogar vom TÜV abgenommen werden. Darauf solltet ihr auch achten. Ihr seid jetzt nicht nur privat unterwegs, auch privat wichtig, aber bei Gewerbe nochmal eine andere Geschichte, weil ihr das ja an Mieter ausgebt. Also solche Sachen wie zum Beispiel eine Drehkonsole, wo ich auch ein Video zu mache, die ich jetzt ergänze bei mir, damit ich meinen Sitz endlich drehen kann, meinen Beifahrersitz. Da ist es auch so, dass das ein Riesenthema ist. Ist das denn erlaubt? Gibt es da ein Dokument? Ist das ausreichend zum Mitführen oder muss ich das eintragen lassen und so weiter? Und da solltet ihr nochmal viel mehr Augenmerk drauf geben, dass ihr da immer auch rein rechtlich auf der sicheren Seite seid, eine Erlaubnis habt, das zu fahren und das oder eine Eintragung oder. Also ihr müsst euch absichern, komplett absichern. Dann die falsche Ausrüstung. Da habe ich 2 Videos zu gemacht zum Thema Kabel und auch noch ein Video zum Thema Schläuche, weil diese beiden Sachen sind ganz zwingend erforderlich, wichtig und haben auch Risiken. Kabel, naja, ist klar, Strom, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Und bei den Schläuchen ist es auch in Sachen Keime und Verkeimung, Verschmutzung, Bakterien und was weiß ich, auch ein Riesenthema. Und da gibt es Vorschriften. Also ihr dürft nicht jedes Kabel benutzen. Es gibt sogar spezielle Kabel, die verpflichtend sind. Ja? Erkläre ich in dem Video. Und es gibt auch Schläuche, die beim Camping verpflichtend sind. Also für den Platz ist das wichtig, was da an Schläuchen und Kabeln benutzt werden darf, und auch für den Camper. Ne? Und da ist auch wieder die Frage, wenn man das nicht so macht, dann ist das natürlich im Privatbereich eine Sache, aber wenn man das rausgibt und jemanden wird erkrankt, dann ist natürlich die Frage, habe ich da einen Fehler gemacht oder habe ich nachweislich alles richtig gemacht und habe dann die richtigen Sachen benutzt. Ja? Also da ist auch, kann man einen riesen Fehler machen, und da schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, die Videos an, da sind ein paar Informationen drin, welches Kabel und welche Schläuche erlaubt sind und wo ihr da auf der sicheren Seite seid. Ja? Dann Gasflasche annähernd leer. Habe ich auch ein Video zu gemacht, was mit dem Gas zu beachten ist, wie ihr das rausbekommt, ob die leer ist oder annähernd leer ist. Denn der Mieter muss ja, wenn die leer ist, umschalten. Wenn man das noch nicht gemacht hat, es gibt ganz viele, die haben mit Gas nichts zu tun, die haben noch auch keinen Gasgrill oder was, haben noch nie eine Gasflasche aufgedreht oder zugedreht. Und dieses Thema ist natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen heikel, eigentlich kann man da nicht viel verkehrt machen, aber wenn ihr die Gasflasche von vornherein voll angeschlossen habt, dann müsst ihr das Thema gar nicht erklären. Dann müsst ihr da gar nicht ran, ihr müsst das nicht zeigen. Der Mieter hat nicht das Gefühl, oh Gott, mit Gas muss ich mich vielleicht dann beschäftigen oder es kann was kommen. So eine Gasflasche geht ja in einer Woche Benutzung nicht leer, sei denn natürlich im Hardcore-Winter. Aber normalerweise, wenn die voll ist, dann muss der Mieter da nicht ran. Ne? Das Problem ist, wenn sie annähernd leer ist, dann solltet ihr eigentlich im Vorfeld den Fehler
nicht machen, die dran zu lassen, sondern ihr solltet dann vielleicht mal messen. Ich habe ein Video gezeigt, wie ihr das rausbekommt. Und wenn ihr merkt, die ist fast leer, dann schließt die volle an und sagt ihm Bescheid, dass da eigentlich nicht sein sollte, dass die zweite fast leer ist und so weiter und so fort. Natürlich könnt ihr auch gleich eine volle besorgen, habt ihr 2 volle da. Ja, ist ja noch besser. Aber ich will damit sagen, ein Fehler ist es, eine annähernd leere Flasche drin zu lassen, weil ihr ja dann zwingend davon ausgehen könnt, dass der Mieter plötzlich nach 2, 3 Tagen oder was, ist ja unangenehm, plötzlich geht die Heizung nicht mehr, es fängt an zu blinken oder was, warm Wasser kommt nicht mehr und dann ist schon der Fehler da. Und ob die dann noch auf dem Schirm haben für euch, direkt jetzt so, ja, ach so, ja, da ist bestimmt das Gas leer, weil das blinkt so und so, ich muss mal die Gasflasche umstecken, na, würde ich vermeiden, würde ich dem Mieter abnehmen und würde ich von vornherein umstecken und die fast leere nicht dran lassen. Ich mache mal auch ein Bildchen rein, beziehungsweise, ja, ich erkläre es einfach mal für mich. Ich habe mir die 2 Beschreibungen, die wichtig sind, nämlich einmal die Seite von der Beschreibung der SAT-Anlage, die Hauptseite, wo wirklich zu sehen ist, wie ich die ausfahre, wie ich die steuere. Und auf der Rückseite habe ich die Steuerung von der Heizung, die Hauptseite mir rauskopiert, rausgescannt aus der Anleitung und habe die einlaminiert. Und das habe ich bei mir hier liegen. Auch noch so ein kleiner Tipp. Das zeige ich dem Mieter dann und dann weiß der, da an der Stelle liegt die Anleitung. Weil wenn mal wirklich die Heizung blinkt, dann bringt es keinem was, wenn irgendwo in den Tiefen des Mobils irgendwelche, ihr wisst selbst, man hat eine Menge Anleitung bei seinem Mobil dabei. Vom Kühlschrank über SAT, über alles und er fängt dann an, da in der Anleitung zu wühlen. Ihr könnt auch nicht helfen, weil ihr zu Hause seid und habt die Anleitung auch nicht. Nee, kopiert die 2 wichtigsten Seiten raus, scannt die ein oder ob ihr einen Scanner habt, laminiert die ein, wenn ihr ein Laminiergerät habt, wenn nicht, dann legt sie so mit hin und sagt dem Kunden das Bescheid, dann kann er direkt eine Lösung sich selber suchen auf einer kleinen Seite und dann habt ihr da den Stress nicht. Ne? Und das ist noch so ein Tipp von mir, ja, am Rande. So, dein Profil, die Bilder, zum Beispiel auch das Profil und die Bilder sind unvollständig oder nicht ansprechend. Profil unvollständig, das könnt ihr ja selber sehen, das merkt ihr ja selbst, wenn noch nicht alles ausgefüllt ist, solltet ihr vermeiden, das ist ein Riesenfehler, umso vollständiger, umso besser. Ob es ansprechend ist oder nicht, das ist Geschmackssache, sage ich mal. Manchmal, ich sag mal, wenn man eine eigene Sache für gut findet, dann sieht man den Fehler vielleicht nicht oder wenn es vielleicht nicht gut ist. Ich empfehle, entweder bei Paul Kemper ruhig mal anrufen. Bei mir war es damals so, die haben sich dann bei mir gemeldet und haben Feedback gegeben, was noch zu optimieren ist oder was vielleicht ganz gut ist und so weiter. Weiß ich nicht, ob die es bei jedem so machen oder ob das Standard ist, aber grundsätzlich würde ich auch ruhig mal einen externen Freunde, Bekannte mal drüber schauen lassen, weil der ein oder andere hat dann auch eine gute, positive Kritik für euch und sagt, ja, an der Stelle würde ich mal noch was dazu schreiben oder das ist zu kompliziert, das verstehe ich jetzt nicht, erklären wir das mal und wenn er das nicht versteht, dann der Mieter auch nicht. Ne? Und dann vielleicht sagt er, ja, die Bilder sind ein bisschen einseitig, zeigt mal eins mit der Markise, ist da überhaupt eine dran und so weiter. Und da seht ihr dann schon, ich muss noch ein bisschen was ergänzen. Ne? Grundsätzlich ist wichtig, umso vollständiger, nicht überladen, aber vollständig. Also wenn ihr zum Beispiel ich habe einen Kaffeeautomat dabei, so eine Senseo-Maschine. Auch ein Tipp, ich habe eine extra Senseo-Maschine für die Mieter, die sind nicht teuer, die Dinger, aber in meinem Profil steht natürlich drin, Kaffeeautomat dabei. PET-Maschine in Klammern. Ja? Und das ist natürlich auch immer so ein kleiner Bonus, weil ich habe auch erlebt, dass Kunden kamen und haben gesagt, ach, Kaffeemaschine gibt es nicht, bevor ich die hatte. Ja, die sind davon ausgegangen. Ja? Und wenn du dann das natürlich auch ins Profil mit reinschreibst, wenn du es hast, schreibst mit rein. Wenn ihr irgendwelche coolen Sachen habt, irgendwelche Ausstattung, schreibt es mit rein. Ne? Also so vollständig wie möglich. Ne? Und ganz wichtiger Punkt noch, auch zum Thema Profil, ein Riesenfehler ist, du hast keine positiven Bewertungen trotz gemachter Vermietung. Also du hast dein Mobil schon ein paar Mal vermietet, du hast aber keine positiven Bewertungen. Das muss nicht unbedingt daran liegen, aber muss nicht, dass du das vielleicht nicht gut gemacht hast, ja? Sondern das kann auch daran liegen, dass man einfach nicht nachgegangen ist. Die Leute schreiben ja nicht automatisch, klar, bei Amazon sieht man, da wurden vielleicht 10.000 Mal gekauft und da haben 500 Leute eine Bewertung geschrieben. Ja, nicht jeder schreibt eine Bewertung, vielleicht jeder 10. rein theoretisch, ja. Aber ihr wollt ja, dass eigentlich jeder eine Bewertung schreibt. Und wie ihr das kriegt, habe ich auch in dem Video mal näher gezeigt. Ich empfehle da absolut danach zu gehen und durch ein paar einfache Kniffe, die keinem schaden, bekommt ihr eure Bewertung. Vorausgesetzt natürlich, es war alles positiv, aber dann bekommt ihr eure Bewertung und das ist 10-mal mehr wert in diesen Profilen von den Vermietmobilen, so eine positive Bewertung zu haben,
wie bei Amazon zum Beispiel. Das ist wirklich Gold wert, denn ihr müsst euch mal kurz in die Mieter versetzen, die ja nicht bei einem großen Vermietkonzern, wo 20 Mobile stehen, wo Profis am Werk sind, anmieten, sondern die mieten bei irgendwelchen Zivilisten. Und die wissen ja gar nicht, wie sind die denn drauf, sind die denn ordentlich, sind die sauber, sind die gepflegt oder wie auch immer. Dieselben Gedanken, die ihr ja über Mieter habt, hat ja der Mieter auch über euch. Und der will ja auch einen schönen Urlaub und der will Sicherheit, der will, dass das Mobil da ist und dass es ordentlich funktioniert und sauber ist und alles. Und da achtet er natürlich noch 10-mal mehr auf die Bewertung. Und wenn da 5, 6 Bewertungen drin sind, die positiv sind, und dann ist das natürlich was ganz anderes und ihr werdet viel mehr gemietet und gebucht und seid viel interessanter. Ja? So, ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer eine schöne Bestätigung. Schaut euch gerne die weiteren Videos an. Da gibt es vieles über Tipps und Tricks rund ums Mobil. Natürlich auch viele Videos um das Thema Vermietung. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Reisen, habt tolle Vermietung und Mietungen. Bis bald. Ciao, ciao.